Hallo Leute, heute gibt es mal wieder 3 Soßen aus der Pfanne, diesmal ohne Alkohol und dafür habe ich mir schöne Schweinesteaks beim Metzger geholt, die brate ich mir jetzt gleich an. Die Pfanne ist schon vorgeheizt, hier habe ich meine Gewürzmischung, ja. Dann kommt direkt ein bisschen Öl in die Pfanne, ja. Und dann schalte ich mir auch gleich mal einen Backofen ein und zwar auf 100 Grad. Dann kann der Steak nämlich daher drin ruhen und langsam weitergaren, während wir uns dann um die Soßen kümmern. Dann kommen die Steaks auch direkt in die Pfanne. Und da lasse ich sie jetzt von beiden Seiten richtig schön anbraten. Und als erstes machen wir eine Zwiebelsoße. Und zwar die Zwiebel erst einmal halbieren und dann müsst ihr selber entscheiden, ob ihr nachher die Struktur der Zwiebel in der Soße noch erhalten wollt oder ob sie lieber verkochen soll. Dazu erstmal den Strunk abschneiden, den brauchen wir in dem Fall nicht. Wenn die Zwiebel verkochen soll, dann gegen die Faser schneiden. Wenn ihr die Zwiebel erhalten möchtet, dann mit der Faser schneiden. Meine Steaks sind auf der einen Seite jetzt schon angebraten, dann wende ich sie. Und jetzt lasse ich sie von der anderen Seite auch nochmal schön anbraten. Dann kommen die Steaks, nachdem sie angebraten sind, wieder zurück auf meinen Teller. So. Und direkt in den Backofen. So. Da drin bleiben sie jetzt für mindestens eine halbe Stunde, können auch gern länger drin bleiben, denn dadurch, dass ein Nackensteak ziemlich durchwachsen ist, macht das dem nichts aus, wenn das länger drin ist. Das wird einfach nur zarter und von daher dem Nackensteak tut das nichts. Ruhig drin lassen. So, dann geht es weiter mit den Zwiebeln. Die Pfanne nicht ausspülen. Die Zwiebeln direkt in die Pfanne rein und da drin anbraten. Da kommt jetzt auch gleich ein Stück Butter dazu. Ja. Die lasse ich dann auch gleich noch ein bisschen braun werden, denn das gibt dem Ganzen so einen schönen nussigen Geschmack. Dann würze ich mir die Zwiebeln auch gleich. Und zwar verwende ich dafür meine Gewürzmischung. Könnt aber auch einfach nur Salz und Pfeffer nehmen, das geht auch. Und dann habe ich hier noch getrocknete Kräuter der Provence. Da kommen auch noch ein paar mit dazu. Die können auch gerne ein bisschen mit anbraten, um ihren Geschmack eben vollkommen zu entfalten. Dann gehe ich mit der Temperatur ein bisschen runter. Ja. Und sobald die Zwiebeln etwas weich sind, meliere ich sie ein bisschen. Das heißt, ich bestreue sie mit ein bisschen Mehl. Das gibt mir nämlich nachher die Bindung für die Soße. So, nochmal durchschwenken. Und sobald sich das Mehl mit den Zwiebeln verbunden hat und keine Mehlklümpchen mehr zu sehen sind, lösche ich das Ganze mit Johannisbeersaft ab. Normalerweise würde ich jetzt einen schönen Rotwein nehmen und das Ganze ablöschen, aber das geht auch sehr gut mit dem Johannisbeersaft. Durch das Ablöschen lösen sich jetzt auch die Pfannenrückstände, die Röststoffe und gehen in die Zwiebeln über und von daher gibt das dann eine richtig schöne leckere Soße. Und sobald das dann auch ein bisschen angeröstet ist, lösche ich das Ganze mit einer Gemüsebrühe ab. Und jetzt lasse ich es einfach noch ein paar Minütchen einkochen. Zum einen, dass der Mehlgeschmack verloren geht und zum anderen, dass es eben durch das Mehl noch abbindet. Die Soße habe ich jetzt noch 5 Minuten köcheln lassen und damit ist die jetzt fertig. Die hat auch richtig schön abgebunden. So. Damit ist die Zwiebelsoße schon mal fertig. Man kann jetzt auch sehr schön erkennen, dass die Struktur von den Zwiebeln eben noch erhalten geblieben ist und nicht verkocht ist. Deswegen, da müsst ihr halt selber entscheiden, je nachdem wie ihr sie schneidet, so habt ihr dann am Ende die Zwiebeln. Die Pfanne habe ich gerade einmal ausgewaschen. Normalerweise würde die jetzt so aussehen wie vorher, weil die meisten machen ja meistens nur eine Soße. Bei mir ist jetzt die zweite und da kommt jetzt als erstes Butter rein, denn wir machen eine Kräutersoße. Dafür lasse ich die Butter erstmal schmelzen. Dann kommt noch ein Löffel Mehl dazu. Ja.
Und damit mache ich mir jetzt eine Mehlschwitze. Normalerweise könnte man das jetzt mit Weißwein ablöschen, aber da ich es ja ohne Alkohol mache, kommt direkt die Milch und die Sahne dazu. Ja. Einmal schön durchrühren. Die Milch und die Sahne müssen übrigens kalt sein, dass ihr nachher keine Klümpchen in der Soße habt. Dann würze ich mir die auch gleich. Zwar etwas salzen, etwas Pfeffer und Muskatnuss. Und sobald die Soße dann aufkocht, bindet die auch gleich. Wenn sie euch zu dick geworden ist, dann könnt ihr noch ein bisschen Gemüsefond mit dazugeben. Und als Ersatz für den Weißwein verwende ich jetzt Zitronensaft und mache damit eben ein bisschen Säure mit rein. Mit der Zitrone warte ich allerdings, bis die Soße einmal aufgekocht hat, sonst könnte es passieren, dass euch die Milch bzw. die Sahne gerinnt und dann sieht das ziemlich flochig aus. Deswegen erst, wenn es aufgekocht hat und abgebunden hat, dann könnt ihr die Zitrone gefahrlos mit dazugeben. Und nachdem die Soße dann etwa 5 Minuten gekocht hat und damit eben der Mehlgeschmack verloren geht, kommen auch schon die Kräuter dazu. Ich muss leider wieder auf meine Tiefkühlkräuter zurückgreifen, denn die frischen sind bei mir schon verblüht. Und wer möchte, kann jetzt noch einen ganz kleinen Tropfen Sojasauce mit dazugeben. Oh, nicht viel. Das gibt dem Ganzen eben auch noch ein zusätzliches Aroma und schmeckt einfach besser. Und damit ist die Kräutersoße jetzt auch fertig. So, einmal abfüllen. Ist auch schöne, sämige Soße. Wunderbar. Und damit ist die Kräutersoße soweit auch fertig. Ihr könnt da auch, wenn ihr frische Kräuter habt, alles mögliche, was euch schmeckt, mit reinmachen. Ich musste jetzt leider auf eine Kräutermischung aus der Tiefkühlabteilung zurückgreifen, aber die schmeckt auch sehr lecker. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Soße. Da mache ich eine warme Barbecue-Soße. Und dafür schneide ich mir schon mal eine halbe Zwiebel in Würfel. Und dann habe ich hier noch eine Zehe Knoblauch. Die schneide ich mir auch in Würfel. Und da ich ja wieder keine Bratenrückstände habe, mache ich ein bisschen Butterschmalz rein. Da werde ich meine Zwiebeln jetzt drin anschwitzen. Sobald die Zwiebeln etwas angeschwitzt sind, gebe ich etwas Currypulver dazu, dass das auch noch durch das Anbraten eben mehr Aroma entfalten kann. Das Anrösten von dem Currypulver dauert auch nur ein paar Sekunden. Das Ganze lösche ich mit Cola ab. Und dann würze ich es mir auch gleich. Und zwar etwas Chili, eine kleine Prise Paprikapulver und für die Raucharomen habe ich noch geräuchertes Paprikapulver. Und auch noch ein bisschen was dazu. Dann noch ein Schuss Sojasauce. Dann kommen noch etwa 2 Esslöffel Tomatenketchup dazu. Und das Ganze dann noch ein bisschen köcheln lassen. Nicht lange, aber zumindest so, dass die Zwiebeln schon mal weich sind. Dann kommt noch ein klein wenig Salz dazu. Nochmal umrühren. Einmal probieren. Dürfte für meinen Geschmack eigentlich noch ein bisschen schärfer sein, aber da meine Kinder nachher auch mit essen, lasse ich es jetzt. Das hat jetzt so eine milde, angenehme Schärfe und das reicht jetzt für meine Verhältnisse aus. So, und damit ist die Soße auch fertig. So, die hat jetzt auch eine schöne Bindung durch das Ketchup. So. Und Alkohol würde man jetzt da vielleicht noch einen Schuss Whisky reinmachen, aber den lasse ich einfach ersatzlos weg. Und damit sind wir am Ende von dem Video mit den 3 Soßen ohne Alkohol. Ich hoffe, es war eine für euch dabei. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche so euer Favorit ist. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.